Hallo, heute zeige ich dir, wie ich dieses Bild gemacht habe. Und zwar hatte ich die Inspiration gestern, weil ich gestern übers Land gefahren bin und da waren die ganzen Kornfelder abgemäht. Und da hatte ich eine Idee. Und ich zeige dir mal, wie ich es gemacht habe. Das Ganze ist nämlich sehr, sehr simpel von der Umsetzung. Und das kannst auch du machen, wenn du absoluter Anfänger bist, finde ich zumindest. Du nimmst also erstmal einen Farbton und ich habe jetzt hier einen Kasseler Braun genommen und verteile erstmal die Farbe. Ich verteile die so, wie ich das auch in der Lasurtechnik mache. Ich trage die Farbe auf und damit ich dann nachher keine Pinselstriche mehr sehe, nehme ich meinen trockenen, breiten Borstenpinsel und verteile die Farbe. Ja, ich habe die Farbe zu sehr verdünnt. Ich habe jetzt hier einfach noch mal ein bisschen Pigment dazu gegeben. Wenn du mit Fertigfarbe arbeitest, kannst du das natürlich genauso machen. Du nimmst einfach deine Fertigfarbe, löst die etwas mit Wasser an, damit man die besser verteilen kann. Und ja, dann verteilst du die Farbe, verstreichst das noch ein bisschen mit dem trockenen Pinsel, wie jetzt, und lässt es einmal durchtrocknen. Ja, die Fläche ist trocken und ich trage jetzt oben das hellblau drauf, weil ich so einen Himmel im Kopf habe. Und falls du keinen Spachtel hast, ich wollte das mit dem Spachtel auftragen, nimmst du einfach das, was du vielleicht in der Küche hast, wie zum Beispiel so einen Tortenheber. Mit dem kann man sehr, sehr gut spachteln. Gerade größere Flächen, aber auch kleinere Flächen. Den kann man nämlich wunderbar über die Fläche ziehen. Man kann damit wieder die Farbe wegnehmen, auftragen, glatt ziehen. Man kann mit den Kanten arbeiten, mit der Fläche arbeiten. Ja, jetzt nass in nass zum Beispiel arbeiten. Das kann man einfach alles ganz gut machen mit dem Tortenheber. Ich gebe noch mal ein bisschen Wasser drauf, damit sich die Farbe unten wieder löst, damit ich eben die Ansätze von dem Werkzeug nicht sehe. Also mache ich einfach noch mal Wasser drauf und lasse das Ganze dann einmal runterlaufen. Soll ja auch abstrakt sein, dann ist es ja auch ganz schön, wenn es eben nicht so deutlich alles ist. So, die Fläche ist jetzt wieder trocken und ich gucke mir mal das Werk an, so wie es abgetrocknet ist. Ich erkenne da ganz viele kleine schöne Strukturen schon und das inspiriert mich auch zu einem anderen abstrakten Bild. Man könnte jetzt oben alles noch wieder genauso spachteln in den gleichen Blautönen. Man könnte es auch vielleicht dunkelblau ziehen. Guck mal, ob ich hier noch ein Blau habe ich hier noch stehen. Man könnte es auch einfach in dunkelblau ziehen und so erhalte ich dann eben ein Ton-in-Ton-Bild abstrakt in Blautönen. Ich bleibe bei meiner Idee mit dem Kornfeld und werde gleich mein Gelb draufziehen. Ich mache das Werkzeug jetzt nass, weil ich weiß, dann nehme ich oder gebe ich besser die Farbe damit wieder ab. Das heißt, wenn das Werkzeug nass ist, gibt es auch leichter die Farbe ab und ich kann hier und da auch die Farbe verdünnen. So, ich weiß, dass
wenn man ein abstraktes Bild machen will, es oft daran hapert, dass man nicht weiß, wie man die Fläche aufteilen soll. Deswegen mache ich auch dieses Bild, denn wenn du etwas hast, woran du dich orientieren kannst, dann kannst du es auch aufteilen und abstrakt wiedergeben. Wenn du also wie hier jetzt ein Kornfeld wiedergeben willst, brauchst du eben nur noch mit dem Werkzeug zu arbeiten. Und da kannst du einfach gleich zugucken, wie ich das hier ewig lang auch tue. Und dann da aufhören, wo man meint, das gefällt mir. Was wiederum ja oftmals auch gar nicht so einfach ist. Denn wann hört man auf, wann gefällt es mir, wann gefällt es dir in dem Fall. Aber gut, das macht dann eben auch die Übung. Und ich denke, dieses Motiv und die Technik ist eine gute Übung. Und am Werkzeug soll es jetzt auch nicht liegen, denn man kann eben prima das nehmen, was man eben da hat.
Ja, so lasse ich das Bild. Und hier siehst du jetzt nochmal meinen Platz, wo ich eben gerade das Bild gemalt habe. Ja, und so muss es jetzt erstmal trocknen. Ich finde es auch besonders schön, wenn es am Rand einfach so rüberläuft, das Gelb. Das kannst du da nochmal ganz gut sehen. Ja, das ist das Foto, was ich gemacht habe auf dem Weg und was mich eben dazu inspiriert hat, dir auch zu zeigen, wie man Fläche aufteilen kann. Wenn man eine Idee von etwas hat in der abstrakten Malerei, geht es eben einfacher. Ja, ich hoffe, du konntest das für dich auch so mitnehmen, auch was die Technik anbelangt mit dem neuen Werkzeug. Und freue mich natürlich über ein Like, über einen Kommentar von dir und über dein Abo. Danke fürs Zuschauen. Tschüss!